Für mich bedeutet Freiheit in erster Linie, die eigenen Grund- und Lebensbedürfnisse befriedigen zu können, etwas zu essen oder sauberes Wasser zu haben, Zugang zu Ärztinnen oder Krankenhäusern, Zugang zur Bildung oder Telekommunikation. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich überall, wie man denkt. Freiheit ist etwas Schönes für mich. Ich denke da an einen freien, gesunden Vogel, der unbeschwert dorthin fliegen kann, wo er hin möchte. Im Himmel, über der Landschaft oder in der Luft. Als Künstlerin möchte ich meine künstlerische Ausdrucksfreiheit genießen können, über zum Beispiel Sexualität von Frauen, non-binären oder queeren oder Transmenschen sprechen zu können, ohne dass Frau dafür gerügt wird. Stichwort Slutshaming. Als Rapperin bin ich damals genau an diese gesellschaftlichen Grenzen von Freiheit in Deutschland gestoßen. Ich wurde diffamiert, auf das Sexuelle reduziert und mir wurde Kompetenz abgesprochen, weil ich so gerappt habe, wie ich gerappt habe. Andere Frauen werden das verstehen und kennen. Als Frau möchte ich die Freiheit haben, mich und meine Identität durch Kleidung, Make-up, Habitus und äußeres Erscheinungsbild frei auszudrücken. Nacht dorthin zu gehen, zu feiern oder Spaß zu haben, ohne sexuelle Belästigung oder gar sexuelle Gewalt erleben zu müssen. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass Transmenschen, non-binäre, queere Menschen insbesondere von Marginalisierung, Ausgrenzung und Gewalt betroffen sind. Diese sollten wir schützen. Als Wissenschaftlerin bedeutet Freiheit für mich, kritisch zu forschen, mir meine Forschungsbereiche selbst auswählen zu können, dabei unabhängig zu bleiben, ohne Interessen oder Druck von außen. Wissenschaftliche Freiheit heißt aber auch, von dem hierarchischen, elitären, weißmännlich dominierten Hochschulsystem nicht erdrückt und ausgeschlossen zu werden, insbesondere als Woman of Color. Als Feministin und Antirassistin bedeutet Freiheit für mich, den Bereich der Intersektionalität mit einzubeziehen, also nicht nur die Emanzipationsprozesse der weißen privilegierten Frau aus der Mittelschicht zu fokussieren, sondern auch die von Women of Color, schwarzen Frauen, muslimischen, kurdischen, alevitischen, jüdischen Frauen oder auch osteuropäische Frauen sowie queere Transmenschen mit einzubeziehen. Also die ganzen Nuancen von Race, Class, Gender, Behinderung, Konfession, Krankheit, Alter etc. pp. Zu beachten. Das bedeutet Freiheit für mich. Denn Freiheit bedeutet auch immer Respekt dem anderen gegenüber. Als Alevitin bedeutet Freiheit für mich Anerkennung, denn Alevitinnen als religiös marginalisierte Gruppierung werden in türkisch-muslimischen Gesellschaften bis heute diffamiert und geächtet, genauso wie der Rassismus gegen Kurdinnen und/oder Jesidinnen. Ist der anti-alevitische Rassismus bis heute so gut wie unsichtbar. Und Freiheit bedeutet Sichtbarkeit. Aber die eigene individuelle Freiheit hat auch Grenzen. In Deutschland wurden in den letzten Jahren zum Beispiel Meinungs- oder Kunstfreiheit für rassistische Zwecke instrumentalisiert, als zum Beispiel der epidemiologisch nachweisbare Coronavirus von manchen geleugnet wurde oder als solche Fake News oder Falschaussagen dann von anderen kritisiert wurden, hieß es, das sei die Einschränkung von Meinungsfreiheit. Also Meinung versus empirisch erforschte Erkenntnis. Ähnlich geschieht es mit extrem rechten, rassistischen Bewegungen, die dann rassistische oder antisemitische Einstellungen uns als Meinungs- oder Kunstfreiheit verkaufen wollen. Aber Rassismus und Antisemitismus ist keine Meinung, sondern eine Haltung. Das heißt, die Grenzen der eigenen Freiheit hören für mich da auf, wo die Freiheit der anderen beginnt. Damit meine ich, dass zum Beispiel Kunstfreiheit nicht nach unten treten sollte, sonst wäre das rücksichtslose oder rassistische Freiheit.
auf Kosten von Marginalisierten oder Schwächeren. Davon ausgeschlossen ist natürlich sachliche macht- und rassismuskritische Kritik, denn die ist wichtig, damit sich Diskurse weiterentwickeln können.